Ja, es ist natürlich, glaube ich, auch immer abhängig von der ja, Konstitution und ja, wie groß dann die Reinigung letztendlich ist oder sich dann darstellt in der Praxis, oder? Ja, klar. Das ist, warum, mit welcher Kondition kommen die Menschen, warum kommen die? Der Mindset ist natürlich auch wichtig, ja. Mhm. Wie stark können die Leute Mhm. Dinge durchleben oder nicht? Viele Faktoren kommen da rein. Und von den Ayurveda-Behandlungen, ich habe ja jetzt aus eigener Erfahrung auch schon erlebt, dass es so verschiedene Behandlungsansätze gibt. Also ich hatte zum Beispiel, ich glaube, meine erste Indienreise war mit Anfang 30 und da war dann tatsächlich auch so ein Ayurveda-Hospital und da habe ich dann innerhalb von 7 Tagen tatsächlich so eine Reinigung durchgemacht. Das ging wirklich so zack, zack, zack. Ähm, War auch vollkommen okay. Jetzt, als ich vor 2 Jahren wieder was gemacht habe, hat mir die Ärztin gesagt, ja, also das kann man in jungen Jahren machen. Wenn dann der Körper etwas älter ist, sollte man ihm mehr Zeit geben für so eine Reinigung. Also was kannst du so sagen aus deiner eigenen Erfahrung, von deinem Wissen auch her, das du dir so angeeignet hast, zu diesen verschiedenen Behandlungsansätzen? Das hängt von der Tradition ab. Ja, die Behandlungsansätze, die verschiedenen, sind nicht kontrovers. Mhm. Es gibt verschiedene Traditionen, die durch den Guru, also durch den Meister oder durch die Familie, aber die ayurvedischen Prinzipien müssen respektiert sein. Also wenn jemand wirklich diesen ayurvedischen Prinzipien treu ist und es integriert hat, wirklich tief verstanden hat, dann kann er damit spielen, in Anführungsstrichen. Also er kann dann, es gibt so viele tausend verschiedene Ansätze um ans Ziel Mhm. zu kommen. Es hängt auch also es hängt von den Ärzten ab, von ihrer Ausbildung, von ihrem Wissen oder von ihrer Tradition und dann aber auch von den Menschen, die für die Kur kommen, inwieweit die bereit sind, halt verschiedene Behandlungen anzunehmen. Ja, es gibt Behandlungen, die werden gar nicht erst angeboten in der heutigen Zeit, weil einfach die mentale Stärke ein bisschen weiter unten ist und Menschen nicht mehr so viel annehmen können. Ja, oder die werden nur an wenige Menschen angeboten oder ausprobiert. Der Mhm. Arzt versucht immer erstmal den leichtesten Weg zu gehen, was ihm am natürlichsten erscheint. Und wenn er merkt, dass der Körper darauf nicht reagiert oder überreagiert oder die Person damit nicht klarkommt, dann verändert er den Ansatz. Aber jede Klinik hat Mhm. immer so wie so ein Protokoll, was sie fährt. Eine Klinik macht erstmal Abhyangam und dann die Stempel, das Kiri und dann, also es gibt auf jeden Fall immer erstmal bei das Weichkochen, was ich vorhin meinte, dass die ganzen Schlacken und Gifte gelöst werden müssen innen drin. Und das geschieht durch Öle, durch Hitze und davon gibt es halt verschiedene Ansätze, wie der Körper geölt werden kann oder wie der Körper erhitzt oder erwärmt werden kann. Und dann die Mhm. Ausleitungen, da gibt es halt auch verschiedene, das ist dann halt auch wieder von der Tradition abhängig und aber auch natürlich von der Konstitution des Menschen und die Offenheit, die mentale Stärke der Person. Ja, und was ist notwendig auch? Mhm. Weil es gibt natürlich viele Leute, die jetzt sagen, Mhm. hier Panchakarma und so, ich habe ein Panchakarma gemacht. Das sind ja diese 5 Aktionen. Da ist auch das Erbrechen mit drinne und das Blutsaugen. Also ich habe jetzt in diesen 14 Jahren noch niemanden gesehen, der dieses Panchakarma, ein komplettes Panchakarma gemacht hat. Und um ehrlich zu sagen, ein komplettes Panchakarma würde 2 bis 3 Monate dauern, um den Körper wirklich darauf vorzubereiten. Also es werden natürlich von Mhm. diesem Panchakarma, von diesen 5 Aktionen, von diesen 5 Ausleitungsaktionen, werden gewisse angewendet.
ja, das Nasjam, die Nasentropfen oder eine Ausleitung von Ohm oder diese Einläufe. Und das ist halt von Klinik zu Klinik unterschiedlich. Es gibt nicht mehr viele Kliniken, die noch wirklich mit diesen Einläufen arbeiten, mit den großen Einläufen. Da gibt es ganz wenige von, weil das verlangt ein großes Wissen und viel Präzision. Wirklich sehr genau, weil das ist, der Körper muss gut darauf vorbereitet sein und man muss diese Rahmenbedingungen, das Protokoll, was in den alten Texten angegeben ist, genauestens einhalten, weil ansonsten kann es halt zu Schwierigkeiten und Komplikationen kommen, die man ja eigentlich vermeiden möchte. Ja. Hm. Ja. Jetzt habe ich ja im Frühjahr auch mitbekommen, als wir da zusammen in einem Yoga-Zentrum waren, dass du dann auch immer wieder Ayurveda-Schriften studiert hast. Also dir da regelmäßig auch Wissen aneignest, dich sozusagen ja weiterbildest. Und die Wissenschaft vom Ayurveda ist ja unglaublich alt, also ich glaube irgendwie 3000 Jahre oder so, auch sehr umfangreich. Magst du da ein bisschen was erzählen dazu? Also die ist noch älter als 3000 Jahre. Okay. Man sagt, die ist die Suche nach einem glücklichen Leben, nach einem glücklichen, erfüllten und ausgeglichenen Leben begann mit der Menschheit, mit der ersten Kreation. Also man kann eigentlich sagen, es fing da an, das Ayurveda. Okay. Mhm. Und man weiß gar nicht heutzutage, woher es kam. Also wenn man von der spirituellen Seite guckt und sieht, dass dieses ganze Wissen, die Schriften sagen, es kann nicht aus Menschenhand kommen. So ein präzises, so ein tiefes Wissen. Ja, es ist sehr, sehr, sehr alt. Man sagt, dass der Dhanvantari, das ist der Gott, der heilende Gott des Ayurveda, sozusagen auf die Erde kam und die, die Schriften mitgebracht haben. Also es gibt mythologische Erzählungen, Mhm. die über die Herkunft des Ayurvedas sprechen. Wenn man das dann natürlich heute den heutigen Historikern erklärt und den Wissenschaftlern, da muss man ein bisschen aufpassen, die winken dann gleich ab, wenn man mit diesen mythologischen Sachen kommt. Und ja, es ist ein Ozean des Wissens. Es ist Mhm. einfach, je mehr man vorankommt, desto mehr sieht man, wie wenig man weiß. Ja, selbst wenn ich mit meinem Lehrer spreche, dem Dr. Devan, dann, also er selbst ist ein Ozean des Wissens und wahrscheinlich weiß er trotzdem, also aus meiner Sicht ist er ein Ozean des Wissens, aber aus der ayurvedischen Sicht, aus diesen ganzen Schriften, ist er vielleicht 4, 5 Tropfen des ganz großen Ozeans. Ich weiß es nicht. Es ist einfach unendlich. Und es ist so tief und es berührt alle Aspekte des Lebens. Man kann gar nicht aufhören, nicht zu studieren. Man lernt immer wieder. Jeden Tag kann man eigentlich lernen. Mhm. Ich habe jetzt in dem Sinne die Schriften nicht studiert wie jemand, der an der Universität ist oder der sich hinsetzt mit seinem Lehrer und kriegt dann die Transmission. Das ist mein Wissen ist mehr organisch und praktisch. Es kommt halt durch Selbsterforschung, Selbsterfahrungen und dann nachlesen beziehungsweise Rücksprache halten mit den Ärzten. Ich bin ja seit so langer Zeit immer wieder mit den Ärzten zusammen, bin immer zwischen den Menschen, die die Kur nehmen und dem Arzt und kriege alles mit und frage danach, warum man jetzt das macht und das macht. So mein Wissen kommt eigentlich mehr daher. Mhm. Mhm. Schön. Ja, und jetzt, wenn man sich vorstellt, jemand hat die Ayurveda-Kur absolviert, ist dann wieder auf der Rückreise oder schon zu Hause. Jetzt ist es natürlich auch ganz wichtig, auf das Essen zu achten. Ja, in Indien, in den Kliniken bekommt man ja sozusagen, man muss ja nicht selber kochen, also es wird ja sozusagen das Essen für einen vorbereitet. Aber wenn dann die Person zu Hause ist, ja, also fängt es ja schon damit an, dass wir hier ganz andere Lebensmittel, ganz andere
Gewürze haben als in Indien. Und ich weiß teilweise selber von mir, dass das eine kleine Herausforderung dann sein kann. Man bekommt natürlich einen Essensplan mit, also was man essen soll, was man möglichst vermeiden soll, welche Gewürze gut sind, welche nicht gut sind. Ähm, Trotzdem ist es ja ein kompletter Wechsel, ja, von diesem indischen Kontinent dann hier wieder zu uns nach Deutschland oder Europa. Und ich kann mir vorstellen, dass es da auch die ein oder andere Herausforderung oder Schwierigkeit gibt. Bist du da dann auch noch ansprechbar und stehst zur Seite? Natürlich, das ist ein Muss, das ist ganz klar. Ansonsten, das ist eine große Herausforderung, das weiß ich auch. Und es ist jedes Mal wieder ein neues Abenteuer, weil jeder ist anders auch und jeder hat andere Herausforderungen. Es geht natürlich nicht darum, indisch zu kochen, wenn man zurückkommt. Ja, das Ayurveda bedeutet nicht, ich muss indisch kochen mit indischen Lebensmitteln. Es geht um saisonale Produkte, regionale, saisonale Produkte. Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr wichtig, nach einer Kur nicht sofort wieder in seine alten Gewohnheiten rein zu verfallen und sich den Bauch voll zu hauen mit irgendwelchen Dingen, ja, Kuchen oder ja, was man halt so isst, sondern mit einer leichten Kost weiter zu leben für ein, zwei Monate, um den Übergang zu haben, weil der Körper ist total zart. Die Ja. ganzen Gedärme sind zart, wie beim Baby. Ja, ein Baby gibt man ja auch eine Fleischkeule zu essen, zum Beispiel. Ja, gibt man ja auch erstmal lieber ein bisschen Brei oder ganz zartes Gemüse gedämpft und so eine Sachen. Also der Körper baut sich in dem ersten Monat wieder auf. Ja, der ist sozusagen, wurde gewaschen, wurde weich gekocht, dann rausgebrungen und dann die Nachphase, er baut sich wieder auf. Und es ist unheimlich wichtig, dann in diesem Moment auf die Ernährung zu achten, eine leichte vegetarische Kost zu beibehalten, damit der Körper halt sich das Verdauungsfeuer, die Verdauungssystem wieder sich aufbauen kann und dann langsam kann man progressiv irgendwann wieder zu seiner normalen Nahrung übergehen, Ernährung, wobei ich denke, dass man sicherlich dann einige Veränderungen vornimmt in dieser Ernährung, weil man ist ja nicht umsonst in dieses Ungleichgewicht gefallen, warum man zu dieser Kur gekommen ist. Ja, das ist klar, dass man dann in seinem Alltag da auf jeden Fall Veränderungen vornehmen darf. Das ist ja auf jeden Fall gewünscht. Und eigentlich fängt die richtige Arbeit erst an, wenn man aus der Kur kommt. Das ist klar, weil wenn man dann da nach Europa fährt, und ich bin immer ansprechbar. Begleite die Leute dann und gebe Tipps und kleine Rezepte oder wir versuchen halt den Alltag so ein bisschen anzupassen oder was die Leute essen, das dann anzupassen, sodass sie zumindest erstmal in so einen Fluss reinkommen. Ja. Ja, und ich fand es auch ganz interessant, weil wir haben ja in Indien, haben wir ja im Frühjahr zusammen gegessen immer. Dann habe ich schon immer gesehen, wie du dein Essen teilweise ein bisschen abwandelst, so dass es für deine Konstitution gut geeignet ist. Aber ich habe auch jetzt, wo du wieder in Europa bist, du hast hin und wieder mal ein paar Bilder gepostet von deinem Essen. Dann dachte ich mir, wow, es ist so, ja, so richtig mit Ayurveda im Einklang. Ja, schön. Ja, na klar, also das ist ja meine Arbeit, also ich Hm. integriere das total, weil ansonsten, wie soll ich das denn den Menschen vermitteln, wenn ich das selber nicht lebe? Ich versuche das wirklich auf allen Ebenen in mein Leben zu integrieren und mein Lehrer ist ja auch mein Vorbild, weil der ist auch sehr, sehr integriert. Und wenn man dann mal einen kleinen Schlenker macht, weil ich bin jetzt zum Beispiel gerade in Europa, ja, dann ist halt, wenn ich bei Menschen lebe, wird dann halt erst abends um 10 gegessen. Manchmal, bringt mich natürlich völlig aus der Reihe. Dann versuche ich aber sofort wieder zurückzukommen auf meinen Weg. Und ich merke natürlich den Unterschied. Es ist auch gut, diese Erfahrung zu machen und den Unterschied zu merken, wie sich das Wohlbefinden verändert.
wenn man nicht mehr in seinem Zentrum ist und wenn man sich verleiten lässt von den Mhm. äußeren Faktoren. Mhm. Aber umso Ja. dankbarer bin ich dann halt natürlich, wenn ich dann wieder zurückkomme zu meinem Zentrum und meine Sachen machen kann, so kochen kann, wie ich das Mhm. mag oder wie es mir gut tut und meinem Bauch dann, dem Bauch es dann gut geht und auch dem Geist es dann gut geht. Mhm. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wenn jetzt jemand so das erste Mal nach Indien kommt und ja, irgendwie wirklich so richtig viel Zeit hat und das noch mit einem Urlaub kombinieren möchte, aber ja, möglicherweise noch nie in Indien war. Ich meine, ich muss dazu auch sagen, ich glaube, da wirst du mir bestimmt zustimmen. Also so Länder wie Thailand oder Vietnam, da laufen die Uhren noch mal komplett anders. Ne? Also ich finde, das kann man mit Indien Ja, nicht vergleichen. Es Indien ist ist schon noch Indien. mal, Indien ist schon noch mal eine andere Hausnummer, ne? Ja, klar. Genau. Also wenn das jetzt jemand noch mit Urlaub kombinieren will, egal ob jetzt Strandurlaub oder ja, es gibt ja auch genügend Sehenswürdigkeiten oder einfach unglaublich schöne Orte in Indien, können die Menschen dann auch auf deine Hilfe zählen, auf dich zurückgreifen? Um den Urlaub zu organisieren? Ja, um das zu kombinieren mit Urlaub, vielleicht einen Tipp oder ein bisschen Mm, Organisation. Eher nicht. Also bei mir geht es wirklich um diese Ayurveda-Kuren. Ich würde gern Mhm. Reisen organisieren, ja, Pilgerreisen, Mhm. aber die wären dann nicht im Rahmen der Ayurveda-Kuren, weil es ist die Kur, also wenn die Leute Urlaub machen möchten, dann sage ich immer, macht den Urlaub vorher, weil nach der Kur braucht man Mhm. Ja. Ruhe. Was ich Mhm. organisiere, ist, dass die Menschen nach der Kur, wenn sie noch länger bleiben in Indien, das ist eben mein Rat jedes Mal, dass die Menschen nicht sofort in den Flieger steigen, sondern noch 10 Tage irgendwo bleiben. Da helfe ich dann, einen Ort zu finden, einen ruhigen Ort, wo es gutes Essen gibt, wo es nicht mit rotem Chili gekocht Mhm. wird und nicht zu fettig, dass die Leute einfach dann Mhm. an einem ruhigen Ort sich noch ausruhen können und dann langsam in den Übergang kriegen. Das organisiere ich Mhm. mit. Aber für einen Urlaub, so einen touristischen Urlaub, dafür gibt es genügend andere Reiseanbieter. Mhm. Ja, das war der zweite Teil des Interviews. Zum dritten Teil findest du über den Link in der Beschreibung unter dem Video, wo du auch den Link zu dem ersten Teil findest.